konsumiere Cannabis eigentlich regelmäßig seit ich 30 bin. Ich habe das mal in jüngeren Jahren probiert und es war auch ganz lustig, aber ich habe relativ früh Kinder bekommen und habe mich dann auf meine Kinder und meinen Job konzentriert und eigentlich erst als das so ein bisschen stressig wurde und ich vermeintlich abends so meinen Ausgleich brauchte, habe ich angefangen, abends mir einen Joint zu drehen. Susanne macht eine Langzeittherapie in Bad Schwalbach, um ihre Drogensucht zu besiegen. Diese verschlimmerte sich, als der berufliche Druck für die alleinerziehende Mutter zu groß wurde. Die damals 40-Jährige ließ sich von ihrem Arbeitgeber, einer Frankfurter Bank, ausbezahlen. War dann ein Jahr bezahlt zu Hause, bevor ich mir wieder einen Job suchen musste. Und in dem Jahr habe ich dann morgens schon konsumiert, also eigentlich den ganzen Tag konsumiert, habe gar keine normalen Zigaretten mehr geraucht, sondern einfach, wenn ich geraucht habe, war das ein Joint. Und ich war eigentlich normal, wenn ich geraucht hatte und war ohne Rauchen zu nichts zu gebrauchen. Auch Kairo aus Darmstadt kennt das Problem mit der fehlenden Tagesstruktur. Er verliert sich am Ende seiner Ausbildung. Erst, wo ich in der Ausbildung fertig war und dann ich keinen Job eigentlich hatte, da fing es eigentlich als richtig an. So, ja. Man musste nicht mehr morgens aufstehen zur Ausbildung gehen. Ein weiteres Problem: Cannabis wirkt heute doppelt so stark wie noch vor 15 Jahren. Cannabis hat sich komplett verändert auch. Also wenn ich früher zurückdenke, wo ich 16, 17 war, da konnten wir haufenweise Cannabis rauchen und es hat nicht so gewirkt wie jetzt in eine Tüte heute raus. Die Wirkung, THC-Gehalt ist viel höher. Ich kenne viele Freunde, die die Psychosen davon erhalten haben. Also wirklich psychisch angeschlagen und dann nur noch medikamentös eingestellt sind. Die haben es auch komplett durchlaufen, das gesamte Paket von Psychiatrie und was weiß ich was alles. Und das alles nur wegen Cannabis. Auch Susanne konsumierte gestrecktes Cannabis. Es gibt wohl behandeltes Gras, was speziell noch psychogen behandelt wird und das habe ich wohl erwischt und daraufhin habe ich, wie gesagt, Psychosen gefahren. Also in der Psychose ging es mir immer gut. Einmal war es ein Liebeswahn, da war ich unsterblich verliebt in einen Mann, den ich eigentlich gar nicht kenne. Ein anderes Mal habe ich so eine Art Wahn entwickelt, dass ich die Welt rette, also dass ich die menschgewordene Liebe war. Ich bin nach Seligenstadt gefahren, weiß nicht mehr warum und weiß auch nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich mit dem Taxi zurückgekommen bin und meine Tochter dann die Rechnung bezahlen musste. Schließlich greift die Tochter durch. 2018, da habe ich den Höhepunkt erreicht. Da hat sie mich dann in die psychiatrische gebracht und da war ich einen Monat dann auf der geschlossenen. Also das kam durch behandeltes Gras. Aber ich habe halt weiter konsumiert und das war schon so ein Teufelsritt. Also das hätte auch schief gehen können. Susanne und Kairo wurden beide nach einer ersten Therapie rückfällig. Und jetzt? Nee, diesen Fehler passiert nicht nochmal. Jetzt lassen wir es ganz bleiben, auf jeden Fall, ja. Erstens mal ist es zu teuer. Also ich habe Schulden gemacht dadurch. Und ich möchte eigentlich reisen. Ich bin jetzt, wo meine Kinder groß sind, möchte ich mein Leben genießen. Ich möchte auch noch mal wieder arbeiten. Ich mache eine Ausbildung zur psychologischen Beratung und man kann ja nicht gleichzeitig konsumieren und Menschen psychologisch beraten. Von daher ist das bei mir absolut ein Strich drunter und die Einrichtung hier, die ist das, was ich für mich entdeckt habe, was mich auch dahin bringt, ja. Dr. Robert Bittner ist bei uns. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind stellvertretender Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Frankfurt. Wie schnell kann das denn gehen, wie wir es im Film gerade gesehen haben, diese Psychose? Auch wenn ich nur mal, sag ich jetzt mal, einen Joint vielleicht probiere? Also wenn man das jetzt statistisch sich anschaut, dann erhöht der Konsum von Cannabis, von Joints, schon nach einer Handvoll Joints im Leben das Risiko einer Psychose zu erkranken. Handvoll heißt? Eine Handvoll, 5, 6 Joints im Leben. Je mehr man konsumiert im Leben und je früher man anfängt mit dem Konsum, desto größer ist die Gefahr, an der Psychose zu erkranken. Typischerweise nicht direkt unbedingt, wenn man konsumiert, sondern oft sehen wir das auch, dass Jahre nach dem Konsum, selbst wenn man schon wieder aufgehört hat,
eine Psychose sich dann noch entwickelt und die möglicherweise dann eben auch anhaltend bleibt. Und so eine bleibende Psychose, wie wir es gerade im Film gesehen haben, das ist eher ein Einzelfall, also so extrem, wie die Frau das geschildert hat? Oder? Wenn sich eine Psychose entwickelt, dann ist das nicht selten so, sondern eher im überwiegenden Teil der Fälle. Jeder Mensch kann, wenn er eine sehr große Menge Cannabis konsumiert, auch ganz akut in eine Psychose kommen, aber das ist eigentlich die Ausnahme. Das ist nicht das, was wir in den Krankenhäusern typischerweise sehen. Okay. Sie haben gerade gesagt, das Alter spielt eine extreme Rolle. Das heißt, für Jugendliche extrem gefährlich. Bis zu welchem Alter? Also je früher man anfängt, desto gefährlicher ist es. Psychosen hängen unter anderem damit zusammen, dass Hirnreifung und Hirnentwicklung gestört sind. Und Cannabis, mehr als alle anderen Drogen, stört die Hirnreifung und Hirnentwicklung. Je früher diese Hirnreifung gestört wird, je früher der Cannabiskonsum anfängt, desto gefährlicher ist es. Über die Lebenszeit gesehen verdreifacht sich das Risiko, bei regelmäßigem Cannabiskonsum eine Psychose zu entwickeln. Aber wenn man beispielsweise, was wir auch leider sehen, Patienten hat, die mit 12 oder mit 10 angefangen haben zu konsumieren, ist das Risiko sicherlich ungefähr 10-fach erhöht. Und erst im höheren Lebensalter, so ein Mit-40er, Mit-50er, wenn man da Cannabis konsumiert, da ist das Risiko, eine Psychose zu entwickeln, geringer, aber auch nicht in jedem Fall. Es ist meist nicht der einzige Faktor, der eine Rolle spielt, sondern es kommen noch andere Risikofaktoren dazu, belastende Lebensereignisse, Stress, wie wir es im Beitrag auch gehört haben, auch das spielt eine Rolle beim Entstehen der Psychose. Jetzt haben wir im Beitrag schon gehört, die Dosis ist entscheidend und da ist wirklich in den letzten Jahren das Cannabis, die Wirkung hat sich verstärkt. Wie sehen Sie das? Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Also wenn man das vergleicht mit den Joints zur Hippie-Zeit, dann ist der Cannabis, der THC-Gehalt, der euphorisierende Stoff im Cannabis, im Joint, der high macht, der ist deutlich gestiegen, dieser Anteil. Und Stoffe, die eher günstiger sind, wie Cannabidiol, der Anteil ist deutlich zurückgegangen. Und das sieht man, je höher der THC-Gehalt ist im Cannabis, desto größer sind die psychischen Folgen, die sich entwickeln können. Wie ist das bei synthetisch hergestellten? Die sind noch gefährlicher. Okay. Weil die eine generell noch stärkere Wirkung auf das Cannabis-System im Gehirn haben. Jetzt reden alle über die Legalisierung von Cannabis. Sie würden sich wünschen, dass spätestens dann auch in Schulen bei Jugendlichen aufgeklärt wird. Was meinen Sie, was muss da noch gemacht werden? Naja, wenn ich mit meinen Medizinstudenten über das Thema Cannabis rede, dann habe ich oft große fragende Gesichter oder erschrockene Gesichter, weil viele davon den Risiken auch als Medizinstudenten noch nichts wissen. Und da wir jetzt wissen, dass Jugendliche die vulnerabelste Gruppe sind und dass die Folgeschäden durch den Cannabiskonsum im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter am größten sind, dann ist es wichtig, diese Gruppe Menschen frühzeitig aufzuklären über die Gefahren von Cannabiskonsum und dem Konsum anderer Drogen, aber auch über psychische Gesundheit allgemein. Die meisten psychischen Erkrankungen entwickeln sich zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr, grob gesagt. Und Menschen sollten frühzeitig über die Gefahren des Konsums, aber auch über Symptome von psychischen Erkrankungen Bescheid wissen. Weil es auch passieren kann, das sehen wir auch nicht selten, dass der Cannabiskonsum verwendet wird, um beginnende Beschwerden einer möglichen psychischen Erkrankung in Anführungszeichen zu behandeln. Aber dadurch kann man die Situation unter Umständen noch verschlimmern. Dankeschön, Herr Dr. Bittner, für all die Informationen heute Abend, für den Besuch. Dankeschön.